Neues Update 1.5.5 ist heute released von Flive Universe und wir gucken uns jetzt gemeinsam die Patch Notes dazu an. Murans Awakening Expansion, das ist das Thumbnail sozusagen, 23. Juli 2026 und man sieht auch schon ganz gut eine Preview von den ganzen Sachen. Das schwebende Schloss kommt endlich zum Einsatz, das Lord-System ist hier am Start, Euphrasia ist am Start und ja, das gucken wir uns zusammen an. Vom Aufbau her erinnert das Ganze sehr stark an die Death Note, die wir uns erst vor knapp 2 Wochen angeguckt haben. Im Endeffekt ist es auch einfach nochmal die Death Note, sie haben einfach ein paar Informationen hinzugefügt. Genau, aber wir gucken es uns jetzt einfach trotzdem nochmal an in Hülle und Fülle. Also, neues 180er PvP-Equipment ist am Start. Es gibt neue Waffen und Rüstungen. Die Waffen können Ultimate gemacht werden, also ganz normale Ultimate-Waffen. Und es gibt eine neue Protection Scroll. P-Protect heißt die extra nur für PvP-Equipment gedacht ist. Die P-Protect kann man bekommen, indem man PvP-Content spielt, so wie Guild Siege zum Beispiel, und kann man gegen Red Chips oder die neue Währung Red Chips 2 eintauschen. Red Chips 2 werden auch benutzt, um das neue Equipment einzutauschen oder andere Sachen einzutauschen, die man auch mit Red Chips bekommen konnte. Die normalen Red Chips sind nicht mehr länger verfügbar. Red Chips 2 sind jetzt verfügbar und können eben für die alten und neuen Belohnungen eingetauscht werden. Also Red Chips 2 sind einfach wie Red Chips, nur gibt es jetzt keine Red Chips mehr. Genau, das neue PvP-Equipment kostet 5.500 Red Chips 2 für einzelne Teile und 20.000 für das komplette Set der jeweiligen Klasse und die Waffen kosten 10.000 Red Chips 2. Die neue Scroll of P-Product kostet 1.000 Red Chips oder Red Chips 2. Um Fairness zu gewährleisten für das FEC-Turnier wird das neue 180er PvP-Gear nicht auf dem FEC-Server eintauschbar sein. Also wer gestern FOMO geschoben hat oder generell FOMO geschoben hat. Renew bietet hochwertige Refurbished Gaming-PCs für deutlich weniger Geld als ein Neukauf im Laden. Du willst mit Gaming starten? Dann mach's einfach smarter. Die ist damit vom Tisch. Dann weitere PvP-Content. Und zwar gibt es neue Red Chips 2, aber auch Kaigas Chips 2, Yellow Chips 2. Kaigas ist von Kaigas Assault, wie der Name schon sagt. Yellow Chips ist von Madrigal Tournament. Und die Chips haben jetzt auch alle neue Belohnungen, die können wir uns dann auch noch angucken. Fürs Madrigal-Turnier gibt es jetzt Matches 4 gegen 4 statt 3 gegen 3. Und 1 gegen 1 gibt es, soweit ich weiß, auch immer noch. Und Yellow Chips 2 haben eine spezielle Belohnung zusätzlich hinzugefügt bekommen, und zwar das Kibaras 2 Ticket, wozu auch das Bild hier passend ist. Und das neue Kibaras 2 Ticket kostet 50 Yellow Chips für 1 Stunde und 100 Yellow Chips für 1 Tag, also eine Tagestickets-Version. Und die gleiche Menge von Kaigas Chips 2 kann auch für das gleiche Ticket verwendet werden. Das heißt, weil Kaigas Assault ist ja zumindest ein bisschen PvE, also PvE-VP. Madrigal Tournament ist tatsächlich nur PvP. Das heißt, für Leute, die halt kein PvP spielen wollen, muss man dann Kaigas Assault spielen. Dann kann man sich das Kibaras-Ticket dadurch holen. Und genau, das ist quasi der neue Thrill hier. Kibaras 2 hat höhere Monster von Level 140 bis 190. Der FEC-Server hat erstmal keinen Zugriff auf diese Region aufgrund von Balancing-Gründen. Kibaras 2 wird außerdem auch noch eine niedrige Chance haben, zusätzliche Kibaras Kostümfragmente zu droppen, und diese Fragmente kann man dann gegen spezielle Kostüme vom NPC Yuna in Kibaras 2 eintauschen. Das ist der NPC Yuna in Kibaras 2. Das sind die Sets, die man sich eintauschen kann. Crystal Demon Set, alles accountgebunden anscheinend. Red Crystal Demon Lord Cloak und Head. Vidocue Set, das, was wir schon mal gesehen haben. Das Sirenen-Set in verschiedenen Farben. Skeleton General-Set, auch wieder verschiedene Farben. Kibaras-Set. Genau. Man braucht ziemlich viele von diesen Fragmenten dafür. Also wahrscheinlich wird das ein ganz schöner Grind sein. Außerdem hat man eine sehr niedrige Chance darauf, spezielle rot gefärbte Asmodan-Set-Teile direkt von den Monstern zu bekommen. Also nicht die Fragmente, sondern direkt die Set-Teile. Ja, ist das Asmodan-Set offensichtlich in Rot-Gold statt dem klassischen Schwarz in beiden Geschlechtern.
Und außerdem gibt es noch spezielle Kostüme und Waffenskins, die fürs Madrigal Tournament und Kaigas Assault hinzugefügt wurden für die neuen Chips. Also das sind im Endeffekt die neuen Belohnungen, die ich gerade gesagt habe, die wir uns noch angucken können. Die sind hier auch schon mit verlinkt. Für alle Klassen neue Waffen. Dann, das hier ist lustig, das ist quasi das Reonan CS-Set. Ist auch ganz funny. Und das Ganze gibt es dann nochmal in einer anderen Farbe. Also quasi in hell und dunkel so ein bisschen. Und ja, actually, muss ich sagen, hätte ich jetzt nicht mit so vielen neuen Skins gerechnet tatsächlich. Vor allem auch wirklich so die beliebtesten Sachen hier. Crystal Demon Lord Cloak und Head Skeleton General. Gut, Kibaras ist komplett neu. Asmodan und dann auch hier wieder komplett neu, aber definitiv geile Skins. Also wirklich extrem viele neue, krasse Skins hinzugefügt. Und ja, habe ich jetzt persönlich auch nicht wirklich damit gerechnet. Also bei Kibaras und Kaigas war es schon klar, dass es jetzt keine krassen Items dort geben wird. Aber dass sie jetzt so viele Skins hinzufügen, hätte ich jetzt, wie gesagt, auch nicht unbedingt erwartet. Genau. Ach, hier steht sogar Reonan-themed Costumes und Weapons. Finde ich, das ist eine coole Idee. Ich finde sogar, das ist eine richtig coole Idee. Muss ich sagen, gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut diese Idee, einen NPC, vor allem einen so bekannten NPC wie Reonan, in einen neuen Skin zu verwandeln, in einen sehr, naja gut, selten, wie selten das dann sein wird, ist die Frage. Wahrscheinlich nicht so ultra selten. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr Leute können Zugriff darauf haben oder können damit rumlaufen. Genau. Außerdem gibt es einen 965er Guild Siege für die Leute, die den Guild Siege joinen wollen, aber noch nicht für Job Change gemacht haben. Und man bekommt dann Green und Blue Chips. Und den 165er Guild Siege ist ein neuer Weg für Blue Chips. Achso, genau. Green und Blue Chips bekommt man genauso wie vorher. Und zusätzlich mit dem 165er Guild Siege bekommt man Blue Chips. Außerdem kann man jetzt Ultimate Jewel Box für 10 Yellow Chips 2 oder 30 Kaigas Chips 2 eintauschen. Dann der neue Dungeon Euphrasia. Neuer Open World Dungeon in Kailun. Er funktioniert wie Herneos und auch wie Volcano Dungeon. Also man kann einfach reingehen. Er hat keinen Cooldown. Man kann einfach reingehen. Die Monster respawnen auch. Da trifft man auch auf andere Spieler. Und nur der Boss ganz am Ende ist eine Instanz. Genau. Man kann die Questreihe starten, indem man mit dem Dungeon-NPC Baron in Kailun redet. Oder Baron. Und man kann der Questline dann einfach folgen, die Story-Quest vervollständigen und dann wird man auch Quests, Daily Quests bekommen, die man mit den NPCs im Dungeon machen kann. Das ist das Layout von dem Dungeon. Ist ein bisschen anders als in Flive PC. Ich war noch nicht drin, deswegen müssen wir dann mal gucken. Gut, das ist jetzt nicht wirklich hilfreich, sage ich mal. Dungeon Entrance hier relativ nichtssagend. Dann die Daily Quests im Dungeon werden in den entsprechenden... Okay, das ist etwas doppelt gemobbelt. Die täglichen Quests im Dungeon sind platziert im jeweiligen Dungeon. Guter Satz auf jeden Fall. Und der finale Boss wird ein Instanz-Dungeon sein, genau wie bei Herneos, wie gesagt, mit verschiedenen Schwierigkeiten, leicht, mittel und hart. Beeinflusst natürlich die Fähigkeiten des Gegners, also der wird dann einfach stärker oder schwächer sein. Und die Droprate erhöht oder verringert sich eben auch mit den verschiedenen Schwierigkeiten. Man muss mindestens Level 180 sein, der Cooldown ist 1 Tag. Man hat 1 Stunde Zeit, den Boss zu besiegen. Und man muss die Questreihe vervollständigt haben, um den Boss herauszufordern. Und auch wieder wie bei Herneos braucht man Quest-Items, um gegen den Boss überhaupt antreten zu dürfen. Dann Donation und Lord-System. Genau, dann wieder hier die, ja, warum das gibt, wegen Nostalgie im Endeffekt kann man sagen, gibt ein neues Donation-System, Menü, das man jetzt von dem Community-Tab im Hauptmenü einfach zugreifen kann. Überall aus kann man darauf zugreifen. So sieht das Ganze aus. Wir können uns jetzt dann gleich noch angucken, wie teuer das Ganze ist. Wird es aber dann probeweise mal nur für FEC und für Bo, denk kurz nachschauen, für alle Server, aber jetzt ehrlich gesagt nicht die Zeit. Man kann als Spieler selber XP und Drop-Events starten, wenn man das nötige Geld für hat, oder man leistet nur einen gewissen Beitrag dazu und der gesamte Server schließt sich dann zusammen und startet die Events. Also es ist nicht so, dass jetzt einer alleine hier zum Beispiel 3 Milliarden Penya spenden muss, sondern man kann nur zum Beispiel 10 Millionen spenden, hat dann seinen Beitrag geleistet. Wenn der Buff initiiert wird, bekommt man dann auch einen kleinen Bonus dafür, dass man mitgeholfen hat. Aber letztendlich ist es quasi ein
Community-Aufwand oder sollte es sein. Also man kann auch komplett alleine theoretisch Events starten, aber das ist nicht unbedingt Sinn der Sache. Genau, das Penja wird immer gespeichert, also es wird auch nichts verloren, wenn es zum Beispiel der Fall eintreten sollte, nachts oder so, dass einer 90 Millionen spendet und es spendet aber niemand sonst, dann geht das auch nicht verloren quasi. Das wird dann zwischengespeichert. Genau, wenn du beigetragen hast, erhältst du einen 10% Bonus und genau. Dann gibt es ein spezielles Ranking für die Top-Spender der jeweiligen Woche. Dieses Ranking kann man beim Lord Manager, der jetzt ab sofort neben dem Secret Room Manager in Nordflaris steht, nachgucken. Da kann man dann quasi verfolgen, wer am meisten gespendet hat. Und wenn du am meisten gespendet hast am Ende der jeweiligen Woche, dann wirst du der Lord für die nächste Woche. Genau. Das Ranking ist nur in-game verfügbar und wird aber auch zukünftig eventuell auf der Website verfügbar sein. Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll, das auf der Website darzustellen, ehrlich gesagt, aber ja, keine Ahnung. Dann das Lord-System. Wenn du es geschafft hast, der Top-Spender deines Servers zu sein für die jeweilige Woche, wirst du der Lord. Wenn du Lord des Servers wirst, bekommst du spezielle Belohnungen dafür, zum Beispiel Lord-Skills und Special Rewards. Lord-Skills sind spezielle Skills, die nur der Lord zur Verfügung hat und die können dir dabei helfen, noch stärker zu werden. Die Skills sind Lord's Cheer, XP und Drop-Rate um 10% erhöhen für 60 Minuten, Blessing, Attack und Defense um 10% erhöhen für 60 Minuten, Lord's Love, alle Stats plus 15 für 60 Minuten, Lord's Shout, damit kann man die Farbe seines Shouts ändern, auch nur einmal alle 60 Minuten. Lord's Call kann einen Spieler zu dir teleportieren, 60 Minuten Cooldown. Lord's Teleport kann dich als Lord zu einem Spieler teleportieren, 60 Minuten Cooldown. Und Lord's Party. Alle Party-Skills beim Lord haben erhöhte Länge. Also die sind dann einfach länger verfügbar. Und das ist einfach ein passiver Effekt, der hat keinen Cooldown. Ebenfalls bekommst du zusätzlich noch das Dignity Costume Set, also das Lord CS quasi, ein Baby Oaken Pet und die Limousine. Also wie wir es eigentlich schon gedacht haben, fast alles gleich wie bei Flive PC, bis auf das CS-Pad, weil das CS-Pad bei Flive PC tatsächlich der Baby Yeti. Und ein Baby Yeti gibt es in Flive Universe für die ersten 300 Spieler, glaube ich, die Level 140 erreichen. Auf einem neuen Server. Genau. Und das alles läuft aber ab nach 7 Tagen, auch wenn du sie in die Garderobe packst. Das ist noch ein Zusatz, der später noch kommt. Genau, haben sie uns jetzt eigentlich nicht wirklich mehr verraten, als wir schon wussten, sag ich mal. Aber jetzt können wir uns noch kurz angucken, was das denn jetzt eigentlich kostet. Also ich habe es mir tatsächlich noch nicht angeguckt, aber das Lustige ist, dass hier eine Item-Drop-Chance von 5% läuft. Das ist allerdings auf Borodeng gerade. Also ich weiß nicht, wie aussagekräftig das ist, aber wir können mal kurz gucken. Okay, es wurde tatsächlich schon relativ viel gespendet. Das hat nur für 5% gereicht. Also wir müssen jetzt quasi, jetzt kann ich es euch nochmal zeigen, auf Menü, Community, Donation. Das ist das neue System. Ja, gut, okay, war halt für Drop gespendet wurde und das hier kam wahrscheinlich dann danach. Okay. Also es sieht ja genauso aus, wie sie es auf der Website dargestellt haben. Borodeng hat jetzt 50% mehr quasi bekommen. Also in dem Beispiel war es mit 1 Milliarde und 3 Milliarden. Das scheint dann wohl die Basis zu sein. Und wir haben jetzt hier 500 Millionen mehr für die 50% XP-Event und anteilig halt alles 50% mehr. Und 4,5 Milliarden für 50% Drop. Ja, das ist schon verdammt viel Geld, muss man sagen. Das ist auch so mein größtes Bedenken, warum das halt, ja, schon schwierig ist. Weil man sieht jetzt hier hat jemand 220 oder hier haben die Leute 220 bis jetzt gespendet und hier nur 80 Millionen. Klar, es sind jetzt noch 2 Stunden Zeit, es ist mittags, die Leute kommen ja alle erst noch nach Hause. Aber das sind schon ganz schöne Summen hier. Und ja, genau, das Minimum ist 10 Millionen Penja. Ja, das ist schon gar nicht mal so günstig auf jeden Fall. LMAO. Auf dem FEC kostet ein 50% XP-Event 50 Milliarden Penja und ein 50% Drop-Event kostet 150 Milliarden Penja.
Das niedrigste XP-Event kostet 5 Milliarden Penya und das niedrigste Drop-Event kostet 15 Milliarden Penya. Wow. Also ich war gerade irritiert, weil hier kein Event lief. Dachte mir schon so, oh, das klingt schon mal nicht gut, als würde es nicht funktionieren oder so. Und es ist tatsächlich so, es startet jetzt in einer Stunde theoretisch. Aber das XP-Event, da fehlen tatsächlich noch 230 Millionen. Gut, das ist nicht viel, das wird wahrscheinlich starten. Beim Drop-Event fehlen allerdings noch 13,8 whatever Millionen. Also auf jeden Fall fast 14 Milliarden Penya fehlen hier noch. Sorry, ich habe jetzt Millionen gesagt, das sind natürlich Milliarden. Das Gute auf dem FEC ist halt natürlich, dass einfach nur unfassbar viele Spieler diese 10 Mio spenden müssen. Dann wird das erste Event quasi immer starten. Bei XP auf jeden Fall. Bei Drop, ja, theoretisch auch, aber da müssen es dann schon deutlich mehr Spieler sein. Und ja, natürlich wäre es nicht schlecht, wenn dann jemand natürlich noch ein bisschen mehr spendet. Aber ja, das sind ganz schön knackige Beträge auf jeden Fall. Ob das langfristig so viel bringt dann, wegen Inflation zumindest, ist mal abzuwarten. Es ist ein cooles System. Auf Borodeng sehe ich auch deutlich mehr Potenzial zumindest. Allerdings hat man da auch wiederum viel weniger Spieler. Also auch da ist es trotzdem unverhältnismäßig teuer. Auch wenn es jetzt im Vergleich zum FEC recht günstig erscheint. Dann Mysterious Castle. Hier haben wir das mysteriöse Schloss, das in der Nähe von Darkon, also zwischen Darkon 1 und Flares schwebt das quasi bei der Ebene von Bubble. Ein neuer Boss-Rush-Type-Dungeon. Wir können zu dem mysteriösen Castle gehen und mit dem neuen Blinkwing of Mysterious Castle uns auch hin teleportieren. Da können wir dann mit dem NPC reden. Man kann den neuen Dungeon eben nur über den NPC betreten. Es gibt insgesamt 7 Ebenen, die man clearen kann mit verschiedenen Schwierigkeiten der Bosse, die man dort antrifft. Die Bosse sind anhand von bestehenden Bossen erschaffen worden, haben aber neue Angriffsmuster und neue Fähigkeiten bekommen. Ein neues Item im Cash Shop ist außerdem verfügbar. Mysterious Castle Retry Coupon. Wenn du eine Ebene nochmal neu versuchen willst, für eine bessere Zeit quasi, weil es gibt da noch ein Ranking und so weiter. Man bekommt garantierte Belohnungen anhand des Fortschrittes, den man erzielt, aber es gibt eben auch Ranking-Belohnungen, wöchentliche Ranking-Belohnungen. Okay, genau. Das heißt, hier quasi die Floor Clear Reward ist das, was man immer bekommt. Das ist hier eine Mysterious Box Level 1 für Ebene 1, 2, Level 2 für Ebene 3, 4 und Level 3 für Ebene 5, 6, 7. Und bei den wöchentlichen Belohnungen Mysterious Box that has the same level as the floor you currently cleared. Okay, also es ist die Box von dem jeweiligen Floor. Und da ist dann einfach nur eine höhere Anzahl noch, die man zusätzlich bekommt. Allerdings ist es so... was heißt Others? Bin mir nicht sicher, was Others bedeutet. Wahrscheinlich, dass einfach jeder eine Belohnung bekommt, der mindestens eine Ebene gecleart hat. Kann das sein? Ich schätze schon. Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall, man bekommt extra Belohnungen. Genau. Man kann verschiedene Belohnungen bekommen von diesem Dungeon wöchentlich und eben mit dem Ranking. Und hier sind die Belohnungen der verschiedenen Boxen. Mysterious Box Level 1. Pep plus 1, Mightier plus 1, Strände plus 1 mit einer jeweils 1% Chance. Oh. Dann haben wir Scroll of Holy, Blessing, Weapon Bonus, Jewel 1 Select Box, Stats Größe Select Box, Flask Box, Vital Drink, Weapon Piercing Card D. Also offensichtlich Belohnungen, die sich an niedriglevelige Spieler richten. Finde ich aber gut, weil das heißt ja auch, dass niedriglevelige Spieler hier mitmachen können und sollen. Das finde ich persönlich immer nice. Dann Mysterious Box Level 2, Pep plus 2, Mightier plus 2, Strände plus 2. Also im Endeffekt so ähnlich, nur mit etwas besseren Item. Hier kann man auch Aproids bekommen und dann auch wieder Blessing, Weapon Bonus, Jewel 2 Select Box, Flask, Vital Drink, Stats Scrolls, Weapon Piercing Card Box C. Und dann die Nummer 3 mit, wer hätte es gedacht, Pep, Mightier, Strände plus 3. Wieder Holy, dann S-Fusion, A-Product, Blessing, Weapon Bonus, aber diesmal für Third Jobs. Jewel 3, Select Box, Flask Box, Vital Drink, Stats Scrolls, Weapon Piercing Card Box B. Das Mysterious Castle ist
Solo-Content für jetzt, aber es ist geplant, dass auch ein Party-Dungeon und weitere Ebenen in der Zukunft hinzugefügt werden. Das heißt, aktuell ist auch anhand der Belohnungen ersichtlich, ist das jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt der krasseste Endgame-Content. Finde ich aber auch nicht schlecht, dass es jetzt nur an Endgame-Spieler gerichtet ist. Und wird halt in der Zukunft dann noch erweitert werden. Ich hoffe halt, diese Zukunft ist nicht allzu weit entfernt, weil jetzt rein von den Belohnungen wirkt es schon sehr, sehr niedriglevelig. Also No Front oder so. Genau. Dann weitere Updates, neue Regenbogenstrecken. Gut, das ist unverändert. Da gibt es ja auch keine neuen Informationen tatsächlich. Einfach nur Darkon 1, 2, Darkon 3, Astria und Coral Island wurden hinzugefügt. Also wer gerne Regenbogenrennen spielt, hat jetzt noch mehr Abwechslung. Dann gibt es das New Dark Original Theme. Das können wir uns auch mal kurz noch angucken hier. In den Einstellungen Benutzeroberfläche kann man das quasi einstellen. Und das ist jetzt hier Dark Original. Also ich muss persönlich sagen, habe ich auch schon an der Hand der Screenshots befürchtet. Also mir gefällt das jetzt tatsächlich gar nicht so gut. Das Inventar sieht tatsächlich ganz cool aus. Ja, das Inventar ist auch das, was einen so am meisten flashbangt. Aber die anderen Fenster, ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, das sieht ehrlich gesagt nicht so gut aus. Also, da würde ich dann doch lieber, glaube ich, so spielen. Ja, also vielleicht ist es auch einfach ungewohnt, ja, weil man erwartet halt das Weiße und dann ist es halt so pechschwarz. Aber ich glaube, dieses nicht durchsichtige, weil beim Gold sind die Fenster ja auch so durchsichtig, die Umrandungen und so, das hast du halt hier auch, aber irgendwie geht das komplett flöten, habe ich das Gefühl. Also, keine Ahnung, es ist einfach ich weiß nicht, zu markant, also zu penetrant vielleicht auch. Aber es ist nur meine persönliche Meinung. Aber für Leute, die gerne Dark-themed alles benutzen im Browser, ist das jetzt eben auch für das Original Design möglich. Außerdem neue Tower-Etagen. Ja, das ist mein Spezialgebiet, kann man sagen. Forsaken Tower 8 von Level 158 bis 67. Forsaken Tower oder Forsaken, whatever. 9 von 168 bis 77 und 10 von 178 und höher. Was mir hier persönlich extrem missfällt, ist, dass sie die Logik des Towers verändert haben, aus keinem ersichtlichen Grund. Weil bisher konnte man immer sagen, der Tower startet auf dem 6er Level und endet auf dem 5er Level. Wer nicht weiß, was das heißt, hat wahrscheinlich noch nie einen Tower gemacht. Tower Ebene 1 startet mit 86 und endet mit 95. Dann geht es weiter mit 96 bis 105, 106 bis 115. Und aus irgendeinem Grund ist es jetzt 8 bis 7. Aber man hätte auch einfach 156 bis 65 machen können. Es hätte halt wirklich nahezu keinen Unterschied gemacht. Also wirklich. Ich verstehe die Logik dahinter nicht. Einfach nur, um Leute wie mich zu nerven damit. Genau, auf jeden Fall 3 neue Tower-Ebenen. Also nicht 2, sondern 3. Die höchste ist jetzt 10F. Bin ich schon gespannt, wie schwer die dann sein wird. Und ich bin jetzt hier auch extra mit meinem höchsten Char online gekommen, weil es der einzige ist, der überhaupt alle Quests freigeschaltet hat. Und ich habe schon nichts Gutes gehört, und zwar über die Belohnungen. Und das ist ja jetzt hier das Interessanteste bei den neuen Tower-Ebenen, weil ich meine, Tower ist jetzt einfach grundsätzlich nicht wirklich spannend. Was bekommt man von den neuen Tower-Ebenen? Ja, leider weiterhin immer nur XP und Penya. Auch wirklich extrem viel Penya. Also der Char hier ist jetzt Level 185. Achso, das seht ihr gerade nicht. Das ist abgeschnitten, my bad. Level 185. Und ich bekomme hier einfach 2,27, 1,88, also 4%, 1,55, 5,5, 1,28, also einfach knapp 7% XP. Das ist schon mal Wahnsinn. Für Dailies 7% auf 185, das ist das 5. höchste Level im Spiel, 6. höchste Level im Spiel. Und es ist einfach 7%. Das ist extrem viel. Man muss auch weiterhin nur 50 Monster und 2 Giants töten, auch daran hat sich nichts geändert. Was bekommt man an Penya? 560.000 und 3,25 Millionen, also quasi 3,8 Millionen, 3,81. Dann hier nochmal 600.000, also 4,41 und dann nochmal 3,5 Millionen, also quasi 7,91 Millionen Penya. Und der Tower wurde tatsächlich gestern erst sehr stark von jemandem kritisiert, wo ich dann persönlich gesagt habe, mit Inflation und so weiter hat der Tower relativ wenig zu tun, weil in der jetzigen Form besteht er schon wirklich extrem lange und die Inflation kam extrem und zwar wirklich geisteskrank mit dem letzten Update. Das heißt, offensichtlich ist nicht wirklich der Tower das Problem gewesen, sondern das letzte Update ist das Hauptproblem. Heißt nicht, dass der Tower und so, das ist schon klar, alles sind Faktoren für Inflation. Aber da habe ich so gesagt, naja, jetzt mal langsam hier, der Tower ist jetzt nicht so schlimm.
Sie haben einfach die Penya-Belohnung fast verdoppelt. Also aktuelle Penya-Belohnung für jetzt muss ich selber überlegen, was ist jetzt gerade? F7 waren 4,4 Millionen, minus der Eintritt, aber den Eintritt musst du ja immer nur auf einem Charakter zahlen. Und jetzt sind es einfach 7,9 Millionen. Das ist einfach 3,5 Millionen mehr. Und ich verstehe einfach nicht, wie man darauf kommt, diese Penya-Belohnung zu erhöhen. Wenn aktiv jeder Server mit Inflation kämpft, verdoppelst du fast die Penya-Belohnung im Tower. Und selbst wenn du sagst, naja, der Tower ist nicht so ausschlaggebend, es ist immer noch Kailun am schlimmsten, pipapo. Es ist trotzdem unnötig, noch mehr Penya ins Spiel zu bringen. Wir brauchen nicht noch mehr Penya in diesem Spiel. Es gibt zu viel Penya, wir brauchen nicht mehr Penya und Gala fügt mehr Penya hinzu. Das kann man sich wirklich nicht ausdenken. Also, ich weiß nicht, was hier der Gedankengang war, ehrlich gesagt. Und das sind auch schon alle Infos, also mehr Infos gibt es hier auch nicht, deswegen haben wir uns jetzt gerade in Game angeguckt. Dann Blessing Changes, Blessing of the Goddess und Blessing of the Demon wurden jetzt endlich gereworked, aber wirklich nur, was die Wahrscheinlichkeiten angeht, sonst gar nichts. Wir haben hier einmal Blessing of the Goddess, die neuen Wahrscheinlichkeiten. Ehrlich gesagt, ich kenne die alten Wahrscheinlichkeiten von Blessing of the Goddess jetzt ehrlich gesagt nicht. Blessing of the Goddess benutzt auch gefühlt keiner. Aber ja, hier sind sie jetzt, kann man jetzt immer nachschauen in den aktuellen Patch Notes. Für die Zukunft auch, falls man vorhat, fett zu rerollen oder so, kann man das immer als Referenz nutzen. Und bei Blessing of the Demon ist es jetzt ebenfalls aktualisiert worden. Die Wahrscheinlichkeit auf die Stats, sag ich mal, die sollte ja überall gleich sein. Habe jetzt nicht überprüft, aber ja, quasi hier hat man einmal 20 und ansonsten immer 19, aber das ist ja minimal. Minimal ist der Unterschied. Und genau, es wurde auf jeden Fall nichts daran geändert, dass du zu 80% nichts bekommst bei vielen Stats. Also das hat sich leider nicht verändert. Es ist jetzt eigentlich im Endeffekt einfach nur transparenter geworden. Weil was ja vielen Leuten schon aufgefallen ist, die Blessing of the Demon benutzt haben, ist, dass hier zum Beispiel Ranged Block oder wo sind sie, die beiden Übeltäter, Geschwindigkeit und Cast Time, dass die viel öfter kommen. Hier ist Geschwindigkeit. Cast Time, dass die viel öfter kommen. Ja, und das liegt daran, dass viele Werte halt 60% haben und die anderen Werte, deswegen habe ich gesagt, hat sich nichts geändert, haben 80%. 0. Also Crit Damage zum Beispiel hat zu 80%, dass einfach 0 kommt und Speed hat halt nur 60%. Das heißt, Speed ist deutlich leichter zu bekommen als zum Beispiel Attack oder eben auch, ja, sag mal, wo ist denn Crit Damage? Ja, diese Tabelle hätte man auch nicht schlechter designen können, dass man hier so viel hin und her scrollen muss. Genau, also Crit Damage hat zu 80% 0 und Geschwindigkeit zum Beispiel nur 60%. Crit Damage 2,5, der höchste Wert hat 0,5 und bei Geschwindigkeit, oh, das ist direkt über Geschwindigkeit, wow. Ja, gut, my bad. Geschwindigkeit, der höchste Wert hat 5%, ja. Also, da liegen Welten dazwischen, kann man sagen. Und daran hat sich jetzt eigentlich nichts geändert. Also im Endeffekt haben sie jetzt eigentlich nur klar gemacht, wie es funktioniert. Also ich sehe hier ehrlich gesagt nicht, was sich jetzt daran geändert haben soll, weil diese Änderung ist ja schon lange in Kraft getreten. Nur war sie uns nicht bekannt gegeben. Also die Änderung war schon, wir wussten nur nicht, was die Wahrscheinlichkeiten sind. Und im Endeffekt, also außer ich übersehe irgendwas, haben sie uns jetzt nur gesagt, was die Wahrscheinlichkeiten sind. Aber ich sehe jetzt nicht, was sich hier wirklich geändert haben sollte. Deswegen ist das jetzt hier so ein bisschen einfach nur die Patch-Note zu dem Shadow-Patch von Blessing of the Demon und Blessing of the Goddess, den wir bereits vor, ich weiß gar nicht, wann der kam, ehrlich gesagt, aber ich glaube, das war kurz nach dem letzten Update, wo plötzlich dann super einfach war, 3% Magiebeschleunigung und so weiter wieder zu rollen. Und ja, das sind jetzt im Endeffekt einfach nur die Patch-Notes dazu. Außer, also ich meine, keine Ahnung, kann man jetzt echt nicht nachvollziehen. Man kann es natürlich jetzt mit den ursprünglichen Blessing of the Demon Raids vergleichen. Die werden auch nicht gleich sein. Aber das ist ja nicht das, worüber wir reden, sondern wir wollten ja eigentlich, dass Crit Damage jetzt genauso oder leichter zu rollen wird. So ähnlich wie Geschwindigkeit und Cast Time zum Beispiel. Und das ist jetzt halt eben immer noch nicht der Fall. Deswegen, ja. Und dann haben wir noch die generellen oder anderen Änderungen. Man kann jetzt time-limitierte Kostüme, also zeitlimitierte Kostüme, wie zum Beispiel das Lord CS, und ich glaube auch, das ist der einzige Grund, warum das eingeführt wurde, kann man jetzt in die Garderobe packen und kann damit andere Items skinnen. Allerdings ist es ja time-limited. Wenn die Zeit abläuft von einem Gegenstand, von einem limitierten Gegenstand, wird er aus der Garderobe entfernt und wenn du etwas damit geskinnt hast, sieht es dann wieder aus wie vorher. Also der Skin läuft dann quasi trotzdem ab und in der Garderobe läuft es auch ab. Also, es ist immer noch zeitlimitiert, aber du kannst es tatsächlich verskinnen. Also es ist wirklich extrem spezifisch, deswegen offensichtlich für das Lord CS gedacht. Und dann haben wir hier kleine Crackshooter-Buffs tatsächlich. Crackshooter Barrage Skill
gebufft. Strike Mastery gebufft. Und Duration und Cooldown Mastery Buff. Alles für Crack Shooter. Und bei Akrobat haben wir verschnellerte Animationen. Das war schon das Wort. Crossline, Counter-Attack und Pulling. Also quasi alles die obere Abteilung. Jojo-Skills, die hier ein bisschen gebufft wurden. Und das waren tatsächlich auch schon die Patch-Notes. Ja, also ich sage mal so, ich finde es immer schwierig, so ein Update auf dem Papier zu bewerten, bevor man wirklich gespielt hat. Und es ist auch relativ viel Zeug dabei, was ich jetzt tatsächlich auch auf meinem aktuellen Charakter, den ich jetzt aktuell spiele, auf dem FEC gar nicht machen kann, weil der ist gar nicht Level 180. Also ein bisschen von dem Content ist für mich jetzt quasi noch gar nicht zugänglich. Muss ich erstmal freischalten. Und man muss das auch erstmal sacken lassen, sage ich mal. Es gibt ein paar Pros, aber ich finde, es gibt auch Cons und ich hätte es schön gefunden, wenn es nicht so viele Cons gegeben hätte. Also am meisten stört mich eigentlich tatsächlich das mit dem Tower Penya, weil das halt einfach unnötig war. Und das habe ich auch schon oft gesagt, wenn wirklich nochmal neue Tower-Etagen kommen, dann bitte erhöht das Penya nur minimalst, also wirklich von 4,4 Millionen auf 4,6 Millionen zum Beispiel, sodass es halt einfach unterm Strich keinen Unterschied macht, dass niemand sagen kann, das ist jetzt der Grund für die Inflation, weil ich weiß, dass Leute jetzt auch kommen werden und sagen werden, das ist der Grund für die Inflation. Es ist mit ein Grund vielleicht, ja, und das wird es natürlich nicht besser werden, aber ja. Also ich meine, alles ist ein Grund für die Inflation. Alles, was Penya generiert, ist ein Grund für Inflation. Aber warum man da, also ich verstehe einfach nicht, warum man jetzt Öl ins Feuer gießt, warum man einfach etwas so Unnötiges macht, ist es mir unbegreiflich. Weil wenn jemand wirklich Tower Dailies macht, in der Regel macht das für XP. Die wenigsten machen es wirklich für Penya. XP und Battle Pass, würde ich sagen, sind die beiden Hauptgründe. Und danach kommt erst Penya. Sicherlich ist Penya kein gar kein Grund. Also es ist schon ein Grund. Aber jetzt nicht also für die meisten Leute nicht der Hauptgrund, wenn sie an ihre Dailies denken. Und deswegen ist das halt echt nicht so gut gelungen, finde ich. Dann was der neue Dungeon droppt übrigens, wurde auch immer noch nicht erwähnt. Also ich habe keine Ahnung, warum man diesen Boss überhaupt töten sollte übrigens. Das wurde ich jetzt hier nicht wirklich gesagt. Die neuen Skins finde ich tatsächlich richtig cool, dass auch Kebaras jetzt endlich einen Nutzen hat, einen richtigen Nutzen. Und dass man Kebaras auch auf verschiedene Arten und Weisen freischalten kann, finde ich auch nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall cool, da muss man aber auch erstmal sich noch angucken, wie selten sind diese Fragmente und so weiter und so fort, wie wird das alles aussehen. Das dauert jetzt auch noch ein bisschen, bis man da ein paar Details mal hat und so. Neuer Dungeon allgemein natürlich auch, kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Das neue Donation-System, ja, also auch da ist jetzt schwierig zu sagen. Wir werden heute sehen, wie oft diese Buffs starten, in welcher Höhe sie starten, wie viel Penya reingebuttert wird. Es gibt ja glücklicherweise die Rangliste. Über die Rangliste bin ich tatsächlich aus wirklich nur dem Grund dankbar, dass man mit der Rangliste super nachvollziehen kann, ob dieses System irgendeinen Nutzen hat und ob dieses System wirklich das macht, was es soll, nämlich Penya verschlingen. Und das kann man jetzt 1:1 transparent nachvollziehen. Das heißt, keiner kann dann sagen, ach, du hast ja keine Ahnung, ich habe 100 Milliarden Penya heute gespendet. Nee, ich kann das nämlich sehen, wie viel du gespendet hast. Und da kann dann keiner irgendeinen Müll erzählen, sondern man sieht es einfach schwarz auf weiß. Und dann kann man genau abschätzen, ob das jetzt dann wirklich was bringt oder wie viel da wirklich reingeballert wird und so weiter und so fort. Lord-System ist mir persönlich relativ egal. Mysterious Castle, auch das muss man sich noch genauer angucken. Und ja, das war es ja eigentlich eh schon. Also ja, nicht das größte Update, aber es ist ja eben so ein Mid-Update. Also es ist nur die Erweiterung vom Morano-Update, vom Moran's Awakening. Also es ist nur ein Update, das wir eigentlich schon haben, nochmal erweitert. Deswegen konnte man da jetzt auch wirklich nicht so viel erwarten. Und ja, alles in allem war das auch schon alles dazu. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns dann auch im nächsten Flive Universe Video wiedersehen. Schaut doch gerne im Livestream vorbei. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dort heute Abend. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.